Christ im Namen des Herrn, den mögen wir beschließen. Liebe Schwestern und Brüder, ein herzliches Grüß Gott und einen schönen guten Morgen Ihnen und euch allen. Für uns ist das eine ganz ungewohnte Situation an diesem Sonntagmorgen. Ich hier in einer fast leeren Kirche und Sie zu Hause am Wohnzimmertisch, am Küchentisch oder an anderem Ort, wo Sie sich heute zur morgendlichen Gottesdienstfeier versammelt haben. Und doch sind wir, obwohl räumlich getrennt, beieinander, weil wir miteinander die Eucharistie feiern, die heilige Messe. Das verbindet uns im Gebet, im Gesang und im Lobpreis unseres Gottes. Beginnen wir also im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Amen. Lasset uns beten. Herr unser Gott, dein Sohn hat sich aus Liebe zur Welt den Tod überliefert. Lass uns in seiner Liebe bleiben und mit deiner Gnade aus ihr leben. Darum bitten wir durch Christus, unserem Herrn. Amen. Amen. Lesung aus dem Buch Ezechiel. So spricht Gott, der Herr: Ich öffne eure Gräber und hole euch mein Volk aus euren Gräbern herauf. Ich bringe euch zurück in das Land Israel. Wenn ich eure Gräber öffne und euch mein Volk aus euren Gräbern heraufhole, dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ich hauche euch meinen Geist ein, dann werdet ihr lebendig und ich bringe euch wieder in euer Land. Dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ich habe gesprochen und ich höre es. Spruch des Herrn. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott.
Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit sandten die Schwestern des Lazarus Jesus die Nachricht: Herr, dein Freund ist krank. Als Jesus das hörte, sagte er: Diese Krankheit wird nicht zum Tod führen, sondern sie dient der Verherrlichung Gottes. Durch sie soll der Sohn Gottes verherrlicht werden. Denn Jesus liebte Martha, auch ihre Schwester und Lazarus. Als er hörte, dass Lazarus krank war, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er sich aufhielt. Danach sagte er zu den Jüngern: Lasst uns wieder nach Judäa gehen. Als Jesus ankam, fand der Lazarus schon 4 Tage im Grab liegen. Als Martha hörte, dass Jesus komme, ging sie ihm entgegen. Mariä aber blieb im Haus. Martha sagte zu Jesus: Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, alles, worum du Gott bittest, wird Gott dir geben. Jesus sagte zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Martha sagte zu ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am letzten Tag. Jesus erwiderte ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das? Martha antwortete ihm: Ja, Herr. Ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Jesus war im Innersten erregt und erschüttert. Er sagte: Wo habt ihr ihn bestattet? Sie antwortete ihm: Herr, komm und sieh. Da weinte Jesus. Die Juden sagten: Seht, wie lieb er ihn hatte. Einige aber sagten: Wenn er dem Blinden die Augen geöffnet hat, hätte er da nicht auch verhindern können, dass dieser hier starb? Da wurde Jesus wiederum innerlich erregt und er ging zum Grab. Es war eine Höhle, die mit einem Stein verschlossen war. Jesus sagte: Nehmt den Stein weg. Martha, die Schwester des Verstorbenen, entgegnete ihm: Herr, er riecht aber schon, denn es ist bereits der 4. Tag. Jesus sagte zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Da nahmen sie den Stein weg. Jesus aber erhob seine Augen und sprach: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich wusste, dass du mich immer erhörst, aber wegen der Menge, die um mich herum steht, habe ich es gesagt, denn sie sollen glauben, dass du mich gesandt hast. Nachdem er das gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus! Da kam der Verstorbene heraus. Seine Füße und Hände waren mit Binden umwickelt und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch verhüllt. Jesus sagte zu ihnen: Löst ihm die Binden und lasst ihn weggehen. Viele der Juden, die zu Mariä gekommen waren und gesehen hatten, was Jesus getan hatte, kamen zum Glauben an. Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus.
Liebe Schwestern und Brüder, der Hinweis Jesu, sammelt euch Schätze im Himmelreich, der dürfte wohl einem jedem von uns bekannt sein. Und wir wissen wohl auch, was letztendlich damit gemeint ist. Und selbst wenn wir heute im Sonntagsevangelium diese Aussage nicht unmittelbar gehört haben, hängt doch die Geschichte von der Auferweckung des Lazarus indirekt damit zusammen. Denn mit diesem Auftrag, sammelt euch Schätze im Himmelreich, möchte Jesus ja unseren Blick letztendlich weit machen. Er möchte ihn hinrichten zur himmlischen Herrlichkeit, zu der wir unterwegs sind. Und er macht uns damit darauf aufmerksam, dass Glaube, Frömmigkeit, Gottesbeziehung und auch das Gebet letztendlich zu den wesentlichen und wichtigen Dingen des Lebens gehören. Gemäß dem Auftrag, sammelt euch Schätze im Himmelreich. Vielleicht, liebe Schwestern und Brüder, vielleicht lässt uns ja gerade diese Zeit, die wir momentan erleben, genau das wieder etwas bewusster wahrnehmen. Denn viele Dinge, die bisher für uns so wichtig und unverzichtbar waren, treten derzeit fast völlig in den Hintergrund. Und anderes, was kaum mehr beachtet wurde, steht plötzlich wieder im Fokus des Interesses. Und genau deshalb und darum enthält das Evangelium des heutigen 5. Fastensonntages von der Auferweckung des Lazarus eben eine ganze Reihe sehr schöner und auch sehr wichtiger Aussagen, die es wert sind, einmal darüber nachzudenken und diese zu verinnerlichen. Und das möchte ich heute ganz bewusst einmal mit euch und mit Ihnen während dieses Gottesdienstes tun. Gleich zu Beginn des eben gehörten Evangeliums, ihr erinnert euch vielleicht, da begegnen wir zum Beispiel dem Satz: Herr, dein Freund ist krank. Diese Aussage, liebe Schwestern und Brüder, macht uns deutlich, dass es wirklich jederzeit möglich ist, sich mit den Anliegen, mit den Sorgen und mit dem, was uns auf dem Herzen liegt, sich an Jesus Christus zu wenden, ihn mit unseren Sorgen und Nöten gleichsam zu konfrontieren. Denn er ist es ja, der uns liebt. Er ist unser Freund und wir dürfen uns sicher sein, dass er uns auch ernst nimmt. Auch wenn zurzeit, liebe Schwestern und Brüder, in unseren Kirchen keine öffentlichen Gottesdienste stattfinden können, sie sind doch geöffnet. Und das ewige Licht, es brennt. Es zeigt uns, Christus Jesus ist im Tabernakel, im Sakrament der Eucharistie gegenwärtig. Er ist da. Vielleicht nehmen wir uns ja gerade in diesen Tagen, die uns auch geschenkt sind, einmal wieder Zeit zur Ruhe, zum Besuch unserer Gotteshäuser in der Einsamkeit des Herzens, um ihm, unseren Gott, die Anliegen, die uns brennen, mitzuteilen. Und ich frage nicht ohne Grund, liebe Schwestern und Brüder, für wie viele haben wir wohl gerade jetzt
in dieser Stunde, in diesen Tagen, zu dieser Zeit zu bitten, Herr, sieh, dein Freund und deine Freundin ist krank. Und dann ein zweites, liebe Gemeinde. Gleich nach dieser ersten Aussage sagt Jesus, diese Krankheit dient der Verherrlichung Gottes. Das ist für die Menschen damals wie auch für uns heute kaum leicht zu verstehen, denn nicht wenige vertreten die Meinung, Krankheit, Leid, Not und Tod sind zuvorderst immer oder nur Strafen Gottes. Dabei geht es doch in allem und über allem immer um die Verherrlichung Gottes, selbst in den Widrigkeiten unseres Lebens. Alles, was wir tun, alles, was wir erleben und auch das, was wir sagen, soll der Verherrlichung Gottes dienen. Wenn ich jetzt, liebe Schwestern und Brüder, in Ihre Gesichter schauen könnte, dann würde ich Sie eigentlich gerne persönlich fragen, aber vielleicht tun Sie es sich ja selbst einmal, jeder einzeln. Wann war mir das eigentlich zum letzten Mal wirklich bewusst? Beziehungsweise wann habe ich mir das letzte Mal wirklich darüber Gedanken gemacht, dass alles, was ich tue, was ich sage, was mir widerfährt, die Art und Weise, wie ich lebe, zur Verherrlichung Gottes dient? Und kann ich mir das überhaupt vorstellen, dass selbst schwierige oder leidvolle Situationen des Lebens den Sinn haben können, der Verherrlichung Gottes zu dienen? Alles, worum du Gott bittest, wird Gott dir geben. In diesen Worten aus dem Evangelium, liebe Schwestern und Brüder, drückt sich ein uneingeschränktes Vertrauen in Jesus Christus aus. Wir können uns also jederzeit sicher sein, dass Jesus unsere Anliegen vor den Vater bringt. Denn Jesus ist die Auferstehung und das Leben. Wer an ihn glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an ihn glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Aber Jesus stellt uns allen, jeden Einzelnen und immer wieder aufs Neue diese entscheidende Frage: Glaubst du das auch? Die Antwort Marthas, wir erinnern uns, sie ist eindeutig gewesen. Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in diese Welt kommen soll. Aber wie lautet denn meine persönliche Antwort auf diese Frage Jesu? Welche Antwort gebe ich? Wisst ihr, liebe Schwestern und Brüder, dass wir Jesus letztendlich voll und ganz vertrauen können? Das zeigt sich ja auch in seiner Begegnung mit dem verstorbenen Freund Lazarus. Jesus war im Innersten erregt und erschüttert, heißt es da. Und darin erkennen wir, unserem Herrn ist das Schicksal der Menschen nicht egal. Es lässt ihn nicht kalt, dass sein Freund Lazarus gestorben ist. Ganz im Gegenteil.
da weinte Jesus. Und das, liebe Schwestern und Brüder, macht uns doch nicht nur deutlich, dass Jesus mit den Menschen mitfühlt. Nein, es zeigt uns bis ins Innerste, Jesus, dieser Sohn Gottes, der Erlöser, Christus ist einer von uns, er steht auf unserer Seite. Es bewegt ihn das Schicksal des Menschen in Not, in Leid, in Krankheit und auch im Tod. Aber am Ende dieser Geschichte wird Lazarus aus dem Grab herausgeholt. Lazarus, komm heraus, ruft Jesus in das Grab hinein. Und dieser Ruf, liebe Schwestern und Brüder, gilt letztendlich in dieser Stunde auch uns. Denn es ist Zeit. Wir haben uns in den Gräbern des Egoismus, in den Gräbern der Menschenverachtung und des Unglaubens breit gemacht. Und jetzt möchte uns Jesus zurufen, kommt, kommt heraus! Die Frage ist, sind wir bereit dazu? Und wollen wir es? Wollen wir wirklich leben? Sammelt euch Schätze im Himmelreich. Liebe Schwestern und Brüder, das heutige Sonntagsevangelium von der Auferweckung des Lazarus bietet uns für den heutigen Tag und für die kommende Woche eine ganze Fülle von Impulsen, um sich wieder einmal ganz intensiv mit jenen Themen zu beschäftigen, die meine Ewigkeit, aber letztendlich auch das Jetzt betreffen. Und hier geht es um meinen Glauben, um meine Hoffnung und meine Gottesbeziehung, um mein Beten, auch um meine Frömmigkeit und um meine tragenden Fundamente. Es ist wirklich keine Zeitverschwendung, sich auch einmal mit solchen Fragen zu beschäftigen. Behüt sie Gott. Amen.
Der Gott des Lebens will uns und alle aus dem Tod erretten. Zu ihm rufen wir. Wir bitten für alle am Coronavirus Erkrankten, für alle, die um ihr Leben kämpfen und für alle, die in den medizinischen und pflegerischen Berufen für die Kranken und für alte Menschen im Einsatz sind. Du Gott des Lebens. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für alle, die um ihren Arbeitsplatz fürchten oder in ihrer Existenz bedroht sind. Und für alle, die im Dienst für uns und die Gesellschaft gerade auch in der Krisenzeit arbeiten, oft unter erschwerten Bedingungen. Du Gott des Lebens. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für die Menschen in den vielen Ländern mit einem nur wenig ausgebauten Gesundheitssystem und für Arme weltweit sowie für die Menschen ohne Obdach bei uns, denen schon die Einhaltung von Hygieneregeln nur schwer möglich ist. Du Gott des Lebens. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten für alle Christinnen und Christen, die sich heute zu Gebet und Gottesdienst verbinden, auch ohne dass wir zusammenkommen können. Und für alle, die dafür neuen kreativen Wegen einladen. Du Gott des Lebens. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für die, die es nur schwer aushalten können, zu Hause allein oder nur mit der Familie zusammen zu sein. Besonders für die Corona-Infizierten in strenger Quarantäne. Du Gott des Lebens. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten für uns selbst in unseren Nöten und mit den Sorgen um Menschen in der Familie und im Bekanntenkreis. Und für unsere Verstorbenen und alle, die um sie trauern. Du Gott des Lebens. Wir bitten dich, erhöre uns. Du Gott begleitest uns auf allen Wegen. Du führst uns durch den Tod zum Leben. Dich loben und preisen wir jetzt und alle Zeit. Amen. Amen. Getan.
betet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefallen. Der Herr nehme das Opfer an aus deinen Händen, zum Lobe und Ruhm seines Namens und zum Segen für uns und seine ganze heilige Kirche. Lasset uns beten. Erhöre uns, allmächtiger Gott. Du hast uns durch dein Wort zum Zeugnis eines christlichen Lebens berufen. Reinige uns durch dieses Opfer und stärke uns zum Kampf gegen das Böse. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken, durch unseren Herrn Jesus Christus. Da er Mensch ist wie wir, weinte er über den Tod seines Freundes. Da er Gott ist von Ewigkeit, rief er Lazarus aus dem Grabe. Er hat Erbarmen mit uns Menschen und führt uns zum neuen Leben durch die österlichen Sakramente. Durch ihn preisen wir das Werk deiner Liebe und vereinen uns mit den Chören der Engel zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut,
das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heils dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Und wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Erzbischof Ludwig und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird. In der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Mariä, ihres Bräutigams, des heiligen Josefs, mit deinen Aposteln und Märtyrern und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, auf dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, mit dem Gebet, das uns allen zu Kindern Gottes macht, wollen wir das Opfer, das Jesus hier auf dem Altar dargebracht hat, nun besiegeln. Wir wollen das Tischgebet sprechen, weil wir zum Mahl geladen sind. Wir wollen vertrauensvoll uns an unseren Vater wenden. So lasst uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Du trägst der Welt Schuld.
Seht das Lamm Gottes. Hier ist Christus Jesus, unser Herr. Er nimmt hinweg die Sünden der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Reich, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. So spricht der Herr. Der Leib unseres Herrn Jesus Christus schenke uns das ewige Leben. Amen. Das Blut unseres Herrn Jesus Christus schenke uns das ewige Heil. Amen. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du hast uns das Sakrament der Einheit geschenkt.
Lass uns immer lebendige Glieder Christi bleiben, dessen Leib und Blut wir empfangen haben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, nun haben wir gemeinsam Eucharistie gefeiert, die heilige Messe, und das zum ersten Mal so räumlich getrennt und über Videoübertragung. Ich danke Ihnen für Ihr Mitfeiern und für Ihr Dabeisein. Bevor wir jetzt auseinandergehen und in den Alltag starten, zu dem ich Ihnen heute einen gesegneten Sonntag und eine gute neue gelingende Woche wünsche, wollen wir unsere Knie beugen, in einer kurzen Zeit der Stille und des Gebetes unsere Anliegen und unsere Bitten vor Jesus Christus im Sakrament des Altares bringen. Denn das Wort des Herrn bittet und euch wird gegeben, das gilt heute mehr denn je. Und so wie jeden Tag in dieser Woche die Eucharistie, die heilige Messe hier in dieser Kirche gefeiert wird, mit dem abschließenden eucharistischen Segen, so soll es auch heute an diesem Sonntagmorgen sein. Lasst uns nun anbeten. Hochgelobt und gebenedeit sei das allerheiligste Sakrament des Altares. Von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Herr Jesus Christus, im allerheiligsten Sakrament beten wir dich an und erkennen, du bist wirklich gegenwärtig. In dieser schwierigen Zeit kommen wir deshalb mit unseren Sorgen zu dir und bitten dich um deinen Segen und um Schutz und Bewahrung in dieser Krise. Wir beten und bitten für alle Kranken, für alle Ärzte und Ärztinnen, Pfleger und Schwestern, für die Forscherinnen und Forscher eines Impfstoffes, für unsere Freunde und auch für unsere Familien, für alle Verantwortlichen in Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und Kirche, für jene, die das öffentliche Leben aufrechterhalten, für die Ängstlichen, für unsere Kinder und die Alten, für die Einsamen und für die Sterbenden.
Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Von allem Übel erlöse uns, O Herr. Von aller Sünde Erlöse uns, o Herr. Von Krankheit, Seuchen, Hunger und Krieg. Erlöse uns, o Herr. Gott Vater, Schöpfer der Welt, du bist allmächtig und barmherzig. Aus Liebe zu uns hast du deinen Sohn zum Heil der Menschen an Leib und Seele in die Welt gesandt. Schau auf deine Kinder, die in dieser schwierigen Zeit der Prüfung und Herausforderung in vielen Regionen Europas und der ganzen Welt sich an dich wenden, um Kraft, Erlösung und Trost zu suchen. Befreie uns von Krankheit und Angst. Heile unsere Kranken. Tröste ihre Familien. Gib den Verantwortlichen in den Regierungen Weisheit. Den Ärzten, Krankenschwestern und Freiwilligen Energie und Kraft. Den Verstorbenen das ewige Leben. Verlasse uns nicht im Moment der Prüfung, sondern erlöse uns von allem Bösen. Darum bitten wir dich, der du mit dem Sohn und dem Heiligen Geist lebst und herrschst in alle Ewigkeit. Amen. Amen. Maria, Mutter der Kranken und Mutter der Hoffnung, bitte für uns. Heiliger Josef, Bitte für uns. Ihr heiligen Schutzengel, Bittet für uns. Heiliger Petrus und heiliger Paulus, Bittet für uns. Heiliger Bartholomäus, Bitte für uns. Heiliger Sebastian, Bitte für uns. Heiliger Bischof Otto, Heiliger Heinrich und heilige Kunigunde, Bittet für uns. Ihr 14 heiligen Nothelfer, Bittet für uns. alle Heiligen Gottes, Bittet für uns. Tantum ergo. Das alle Erquickung in sich birgt. Lasset uns beten.
Herr Jesus Christus, im wunderbaren Sakrament des Altares hast du uns das Gedächtnis deines Leidens und deiner Auferstehung hinterlassen. Gib uns die Gnade, die heiligen Geheimnisse deines Leibes und Blutes so zu verehren, dass uns die Frucht der Erlösung zuteil wird, der du lebst und der du herrschest in alle Ewigkeit. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, mit dem Segen in alle 4 Himmelsrichtungen, mit dem Segen Gottes wollen wir in diesen Tag hinausgehen und verkünden das Lob des Herrn, vor allem die Gnade, die er uns schenken will durch sein Wort und im Sakrament. Ich möchte Ihnen noch einmal zum Ende dieser heiligen Feier für Ihre Mitfeier danken, für Ihr Dabeisein. Für die nächsten Gottesdienste, auch für die Zeiten der Heiligen Woche in den Kar- und Ostertagen, werden Sie zu geeigneter Zeit benachrichtigt. Vielleicht wollen Sie ja den YouTube-Kanal abonnieren, dann sind Sie immer auf dem aktuellsten Stand. Ich hoffe, dass diese erste Übertragung sehr gut ist und dass es auch Ihren Empfinden nach entsprechend gewürdigt wird. Vergelt's Gott Ihnen dafür. Und jetzt wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen, geht hin in Frieden.